Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Mivodo-Kanal. Heute soll es um das Thema BAFA-Antrag gehen, und zwar werden wir euch zeigen, wie ihr eben diesen Antrag online ausfüllen könnt, um eure staatliche Prämie erhalten zu können. Und da das Ganze ja nicht unbedingt selbsterklärend ist, beziehungsweise man sehr viel beachten muss, es gibt sehr viele Infos und FAQs, haben wir gedacht, wir machen mal so ein stringentes und möglichst einfaches Video, wie man wirklich schnell und effizient seinen BAFA-Antrag ausfüllen kann und dabei auch keine Fehler macht. Bevor wir jetzt in den einzelnen Antrag reinspringen, möchte ich noch mal ganz kurz rekapitulieren, worauf es ankommt, beziehungsweise wann und wie man eben die BAFA-Prämie beantragen kann. Zum einen, was eben 2022 gilt und was dann ab 2023 gilt. Diese Fördersätze werden dann ab dem 01.01.2023 reduziert und es gibt keine Förderung mehr für Plug-in-Hybride. Das heißt, nur noch Elektroautos werden mit 3.000 bis 4.500 € vom Staat gefördert. Dann kommt noch hinzu, dass ab dem 01.09.2023 keine Förderung für Gewerbekunden mehr vorgesehen ist. Dann kommen nur noch Privatkunden in den Genuss der BAFA-Prämie. So, und darüber hinaus gelten natürlich, also das ist die reinen Fördersätze, darüber hinaus gelten natürlich noch so ein paar andere Bedingungen. Zum einen, um zu den aktuellen Fördersätzen die Förderung zu erhalten, muss das Fahrzeug ab dem 4.06.2020 zugelassen worden sein. Das liegt ja schon eine Weile zurück, das war der Stichtag, als die aktuellen Fördersätze verdoppelt wurden zur Corona-Zeit. Da man sein Fahrzeug aber mit maximal ein Jahr nach Zulassung, da man maximal ein Jahr nach Zulassung den Antrag überhaupt stellen darf, spielt das sowieso keine Rolle mehr, wann das Fahrzeug ursprünglich mal zugelassen wurde für diejenigen, die heute einen Antrag stellen. Des Weiteren muss das Fahrzeug natürlich in Deutschland zugelassen sein und man muss es danach mindestens 6 Monate behalten, beziehungsweise es muss 6 Monate auf den Antragsteller zugelassen bleiben. Das heißt, schnell kaufen und verkaufen ist demnach nicht möglich. Dann die benötigten Dokumente. Wenn wir jetzt in den Antrag reingehen, benötigt ihr einmal den Fahrzeugschein, also die Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder Teil 2. Da geht es dann darum, dass ihr die Fahrzeugidentifikationsnummer, die FIN, ablesen könnt und natürlich das Zulassungsdatum. Und darüber hinaus braucht ihr die Bestellvereinbarung, als ihr das Auto initial bestellt habt. Da sollte dann draufstehen, was für ein Auto ihr bestellt habt und an welchem Datum. Als auch die Abschlussrechnung, das heißt die Rechnung, die ihr letztendlich erhalten habt für das Auto, wo dann draufsteht, dass der Hersteller den Herstelleranteil bei einem Elektroauto bis zu 3.000 € an Rabatt gewährt hat und eben auch hervorgeht, um welches Modell mit welchem Basis-Netto-Listenpreis es geht. Dazu aber gleich mehr. Falls ihr ein Leasing-Auto habt, müsst ihr zudem noch den Leasingvertrag und die Kalkulation der Leasingrate, das stellt euch der Leasinggeber zur Verfügung, vorhalten. Falls ihr das nur in Papierform habt, dann scannt das schon mal ein, denn ihr müsst es dann später im Antrag hochladen. Kommen wir jetzt endlich zum Antrag. Dazu befinde ich mich schon auf der Seite der BAFA und eben auf dieser Unterseite Einzelantrag stellen. Das ist die relevante Seite, auf der ihr den Link zum Antragsformular, alle anderen wichtigen Informationen auch nochmal findet. Die Seite haben wir euch selbstverständlich unter diesem Video verlinkt. Und wenn wir dann auf der Seite sind, dann sehen wir hier erstmal jede Menge Informationen, was alles möglich ist, worauf es ankommt, welche aktuellen Bedingungen nochmal gelten. Das wird hier alles nochmal beschrieben. Was für uns relevant ist, ist zum einen die Liste der Fahrzeuge, die förderfähig ist. Da gibt es hier unten einen Link, die Liste können wir auch noch mal extra verlinken. Und das ist so ein PDF-Dokument, wo wirklich alle Modellvarianten diverser Hersteller, also Hunderte, Tausende, hier aufgelistet sind mit ihrem BAFA-Netto-Listenpreis, die aktuell gefördert werden. Und wichtig ist es jetzt, dass ihr dort das passende Modell findet, das ihr wirklich bestellt habt. Und passt auf, es gibt nämlich für das gleiche Fahrzeug verschiedene Modelle. In unserem Fall ist es das Tesla Model 3. Und ich öffne jetzt mal die Rechnung, die wir erhalten haben, denn hier steht nämlich Model 3 2022 zu einem Netto-Listenpreis von 39.126,05 €. Wenn ich jetzt in der BAFA-Liste nach Model 3 suche, dann stelle ich fest, dass es hier
Model 3 2020, 2021, 2022 Europe und. Also es gibt hier eine Zahl von 6, 7 verschiedenen Tesla Model 3 und rechts immer einem anderen Netto-Listenpreis. Und ich brauche jetzt eben das Modell, was meinem Netto-Listenpreis entspricht. Und das ist hier die Zeile 1275, das Model 3 2022. Das ist schon mal wichtig, dass ihr das wisst. Und wir lassen den Tab jetzt auch mal offen und springen jetzt in das eigentliche Antragsformular. Dazu sind wir wieder auf dieser Seite Einzelantrag stellen und hier unten unter dem Punkt Förderportal Antragsformular gibt es dann etwas versteckt, ja, den Link zum Antragsportal, und wenn wir darauf klicken, kommen wir auf eine neue Seite, wo wir dann tatsächlich das Formular haben, das wir ausfüllen können, um unseren Antrag zu stellen. Die Antragstellung beginnt damit, dass wir erstmal so ein paar persönliche Angaben eintragen müssen. Zum einen, ob wir als selbst diesen Antrag für uns stellen oder ob wir es als bevollmächtigte Person stellen und ob wir den Antrag stellen für eine Privatperson, also wir das Auto privat gekauft haben, oder eben für eine Organisation, wenn wir es für unsere Firma zum Beispiel gekauft haben. In unserem Fall wählen wir natürlich Organisation, denn wir haben den Tesla als Firmenwagen angeschafft. Und dann müssen wir hier natürlich auch beim Antragsteller, handelt es sich um ein Unternehmen, auswählen und geben hier auch den Unternehmensnamen Mivodo GmbH an. Darüber hinaus muss ich natürlich trotzdem noch einen Ansprechpartner benennen. Und hier gebe ich jetzt meine persönlichen Angaben an, inklusive meiner Adresse. So, wenn ich diese persönlichen Daten ausgefüllt habe, dann werde ich hier noch gefragt, ob ich als Fahrzeughalter ein Leasinggeber bin. Das bin ich offensichtlich nicht. Das werden wahrscheinlich auch fast keiner von euch wird das sein. Ob ich als Antragsteller auch der Fahrzeughalter bin, das bestätige ich. Und ich bestätige nochmal, dass ich nicht zu diesen nicht antragsberechtigten Gruppen gehöre. Das sind irgendwelche Bundesanstalten und so weiter, die hier eben sozusagen, der Staat kann sich nicht selbst fördern, dass ich eben dazu nicht gehöre. Dann ganz wichtig, ich gebe jetzt die Details an zum Fahrzeug und zum Kauf bzw. zum Leasing. Ich wähle jetzt aus, dass ich das Fahrzeug gekauft habe und nicht geleast habe. Wenn ich es geleast habe, hier kann ich mal hier beispielhaft draufklicken, da muss ich natürlich die Laufzeit auswählen, denn da gab es ja mal eine Änderung, dass man nur noch die volle Förderhöhe bekommt, wenn man mindestens 24 Monate das Fahrzeug geleast hat. Ich wähle jetzt aber Kauf und kann dann direkt zum nächsten Punkt gehen und hier die Angaben zum Fahrzeug machen. Und jetzt ist nochmal wieder relevant, was wir gerade aus unserer Liste herausgezogen haben, nämlich das entsprechende Tesla Model 3 auszuwählen, was den passenden Listenpreis zu unserer Rechnung hat. Und das ist hier das Tesla Model 3 2022. Dann muss ich das Datum der verbindlichen Bestellung eingeben. Dazu habe ich mir natürlich meine Bestellvereinbarung schon mal rausgesucht und sehe jetzt hier, dass ich am 11.03.2022 bestellt habe. Das trage ich jetzt einfach hier ein. Und dann sage ich, das ist ein Neuwagen und gebe meine FIN und das Zulassungsdatum an. Man kann jetzt übrigens hier, man sieht es, ein Einlesen aus CSV-Datei machen. Das heißt, wer jetzt einen Antrag für hunderte Fahrzeuge als, was weiß ich, Flottenbetreiber hatte, der kann da natürlich es auch entsprechend das vereinfacht und schneller hochladen. Das haben wir natürlich nicht, wir haben nur ein Fahrzeug und deshalb tippen wir das einfach mal manuell ab. Und da ist jetzt wichtig, dass ihr euren Fahrzeugschein habt, beziehungsweise die Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder Teil 2, wo die FIN und das Zulassungsdatum draufsteht. Das ist dann dieses grüne Dokument in groß oder eben in klein. Und ich tippe jetzt einmal das Zulassungsdatum ein und die Fahrzeugidentifizierungsnummer. Wenn ich das getan habe, dann komme ich zum nächsten Punkt und bestätige nochmal, dass ich auch den Herstelleranteil des Umweltbonus erhalten habe. Was das bedeutet, dass ich auf meiner Rechnung, die ich bekommen habe, auch sehe, dass diese in meinem Fall 3.000 € bei einem Elektroauto eben gewährt wurden. Das muss ich hier nochmal beglaubigen, bestätigen. Und ich erkläre auch nochmal, dass es keine Doppelförderung gab und ich nicht schon aus den hier genannten Förderprogrammen irgendeine Förderung erhalten habe. Das ist dann eben auch nicht zulässig, dass man dort mehrfach gefördert wird. Dann werde ich jetzt noch gefragt nach meiner Kontoverbindung. So, und jetzt kommen noch ein paar datenschutzrechtliche Erklärungen, die ihr natürlich durchlesen solltet und nochmal bestätigen solltet.
als auch nochmal die Erklärung, dass ihr natürlich hier die entsprechenden Förderbedingungen und alles und so weiter akzeptiert. Und wenn das alles passt, dann könnt ihr auf Weiter klicken. Moment, wir haben jetzt noch einen kleinen Fehler gemacht, denn wir sehen hier, wir haben vergessen auszuwählen, wie wir uns identifizieren wollen. Man kann sich über Elster mit dem Unternehmenskonto identifizieren, dann spart man sich so eine Unterschrift, die man später noch leisten muss. Das machen wir jetzt nicht, sondern wir machen keine elektronische Identifizierung und drücken jetzt nochmal auf Weiter. Und jetzt müssen wir entsprechende Dokumente hochladen. Hier steht es auch, wir sollen die Fahrzeugrechnung hochladen. Und dazu klicken wir einfach auf Art und klicken auf Datei hinzufügen. Ich wähle dann die Rechnung aus, lade sie hoch und ich lade dann zusätzlich auch nochmal die Bestellvereinbarung hoch. Das kann grundsätzlich nicht schaden, immer mehr bereitzustellen als zu wenig. Wenn ich beides hochgeladen habe, dann klicke ich weiter zur Übersicht und jetzt sehe ich nochmal alle relevanten Details. Ich sehe, wer der Antragsteller ist, meine persönlichen Daten, welches Auto es sich handelt, die Identifizierungsnummer, als auch die Bankverbindung und Dokumente und eben alles, was ich hier entsprechend ausgefüllt habe und kann es nochmal korrigieren, falls ich irgendwo einen Fehler gemacht habe. Da das alles passt, ich kann das nochmal ganz kurz hier gucken, ob ich mich auch hier nicht vertippt habe. Das sieht gut aus und in dem Fall bin ich jetzt fertig und drücke auf Absenden. So, jetzt habe ich den elektronischen Antrag erstmal eingereicht. Jetzt werde ich gleich eine E-Mail erhalten und dort kann man ein Dokument herunterladen. Das ist für die relevant, die sich nicht elektronisch authentifiziert haben, so wie wir jetzt. Das heißt, wenn ihr über Elster geht und euch schon online authentifiziert, dann spart ihr euch diesen Schritt. Wenn nicht, dann dürfte jetzt gleich eine E-Mail in meinem E-Mail-Account auftauchen, wo wir dann auf den Link klicken und nochmal ein Formular herunterladen. Genau, das ist jetzt passiert. Dazu klicke ich auf diesen Link, muss hier zur Bestätigung nochmal die Postleitzahl eingeben und erhalte dann hier ein Dokument, das ich unterschreiben muss, dass ich wahrheitsgemäß eben diesen Antrag ausgefüllt habe. In dem Fall ist es so, dass dieses Dokument müsst ihr jetzt nicht sofort wieder hochladen, sondern ihr ladet das, wenn ihr den Link bekommt, runter. Der Link gilt bis zu 4 Wochen und nach einigen Tagen erst kommt nochmal eine E-Mail von der BAFA, wo ihr dann dieses Dokument unterschrieben und wieder eingescannt hochladen müsst, wo ihr eben beglaubigt, dass eben alle Sachen wahrheitsgemäß angegeben wurden. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann habt ihr wirklich alles erledigt und euer BAFA-Antrag wird dann bearbeitet und hoffentlich bekommt ihr dann eben eine Bestätigung und bekommt dann in einigen Wochen euer Geld. An dieser Stelle machen wir noch mal kurz einen Einschub, um euch zu zeigen, wie wir das entsprechende Dokument zur Bestätigung der wahrheitsgemäßen Angaben bei der BAFA hochladen können. Wir haben das übrigens schon wenige Stunden nach unserem Antrag erhalten, aber wir haben es bisher nicht hochgeladen. Und wenn man das nicht tut, dann erhält man übrigens auch noch mal eine Erinnerungsmail von der BAFA, dass man das Dokument bitte hochladen soll und dafür jetzt noch 14 Tage Zeit hat. Das Dokument sieht übrigens so aus, man druckt das aus, unterschreibt es und scannt es wieder ein, beziehungsweise wenn es vorhanden ist, kann man auch einen Firmenstempel verwenden. Und wenn man dann auf den Link klickt, den die BAFA einem zuschickt, das kommt aber darauf an, auf welchen Link man klickt. Manchmal schickt die BAFA einen Link, wo Parameter dranhängen, das alles schon ausgefüllt ist. Manchmal schickt sie aber auch nur so einen Kurzlink und wenn man dann da drauf klickt, dann muss man hier nochmal entsprechend die Angaben selber auswählen. Das ist das Förderprogramm zur Elektromobilität ab 1.9. Das wählt man dann aus. Dann wählt man seine Vorgangsnummer aus. Die habe ich jetzt hier schon im neuen Tab, wie man sieht, eingegeben. Und dann wählt man natürlich hier Bestätigung der wahrheitsgemäßen Angaben aus und fügt dann die Datei hier hinzu. Und dann kann man nochmal die E-Mail-Adresse eintragen. Wenn man die nämlich einträgt, dann bekommt man auch nochmal eine Bestätigung, dass das Dokument erfolgreich hochgeladen wurde. Das werde ich jetzt tun. Und jetzt sieht man auch hier Bestätigung, dass die Datei hochgeladen wurde. Und schon habt ihr alles erledigt. Und jetzt sollte
die BAFA sich dann irgendwann melden mit einer Bestätigung oder eben Ablehnung des Antrags. Wir haben jetzt unseren BAFA-Antrag erfolgreich eingereicht und hoffen natürlich, dass dem stattgegeben wird, sodass wir in einigen Wochen unsere 6.000 € vom Staat zurückerhalten werden. Außerdem hoffen wir natürlich, dass wir euch auch helfen konnten, falls ihr gerade dabei seid, für euer Plug-in-Hybrid oder Elektroauto so einen Antrag stellen zu müssen. Falls ihr zu dem ganzen Verfahren noch Fragen habt oder Anregungen für weitere Videos, was wir euch erklären können, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Abonniert gerne unseren Kanal für mehr und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Ciao!